vor uns. Ich habe so ein bisschen Panik vor ihrer Waffe. Okay. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie auch Quests hatte. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, wer bist du? Wer bist du? Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years the townsfolk have called me Grey Mother. A name Wie takes kommen on sie its nur auf own den life, Namen? such that at one point the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade, can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Sitting here with a rifle in your hands. You expecting trouble? Trouble. Trouble found me. You mean the storm? The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe because Grey Mother can't see. They were wrong. Böse Männer? Who are the bad men? The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. Das hört sich ja sehr vielversprechend an. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimated Grey Mother. It seems they did. Fahren wir jetzt mal nach den Vorräten. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel, or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover, and without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the night of the lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay, outsider. Grey Mother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Die Graue Mutter Kapitel 3. Das hört sich sehr interessant an. Lea? The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Okay. Das hört sich nicht gut an. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out
Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Aber immerhin hat sie ja offensichtlich doch was mitbekommen. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. Sehr You're on zuversichtlich. your own. We both are. The power seems out all over town. The power's always been spotty here, since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. Hat schon so eine gewisse Dramatik, oder? You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast. On foot. Foolish plan. But that's what they said to do. After the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Okay, jetzt wird's interessant. Before, you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy. The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland, an outsider. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities.
Scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Alles klar. So, das heißt, wir sollen jetzt für eine Vorrede überleben, das Überleben der grauen Mutter zu sichern. Alles klar. Wie sieht es bei uns überhaupt aus? Ich müsste mal schlafen. Das Essen müsste ich auch. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, ob ich hier irgendwo was finde, wo ich mich vielleicht im Bett, ob ich mich hier hinlegen darf. Ich glaube, die graue Mutter wird es ja nicht mehr stören, oder? Ah, 120, 180, 240. Viel länger sollte ich lieber nicht schlafen. Ich dachte schon, ich wach gar nicht mehr auf. Gott. So, naja, das geht einigermaßen. Wollen wir ein bisschen was machen. Was gibt's denn hier? Oh, eine Dose Sardinen. Da bin ich aber frech, da greife ich mal zu. Wasserflasche. Wasserflasche ist immer gut. Ist hier noch was? Noch ein Karton. Ein Kochtopf, endlich. Kommen die Karton nehmen wir auch noch mit. Okay. Da schweben die Holzwürfel erstmal unten in der Luft. Das ist aber völlig noch ein Kochtopf. Ein Ofen. Oh, das ist ja schön. Ja, komm. Hatte ich noch was zum... Ja, ich habe jetzt noch den Fisch jetzt, ne? Zum Essen, glaube ich. Come on. Come on. Schön angehen. So ist fein. Alright. Ja. Kochplatz. So viele Kochplätze. So, da haben wir noch ein bisschen rohes Fleisch. Das können wir mal machen. Einfach mal aufgelegt auf die Herdplatte. Passt schon. Hope nobody needs this anymore. Wasser. Können wir jetzt den Kochtopf nehmen. Da passt dann 2 Liter rein. Nicht schlecht. So, dann haben wir noch mal. Haben wir noch was sogar? Ich glaube nicht, ne? Wobei, wir könnten dann mal gucken, wenn der Topf fertig ist, der andere, ob wir da eventuell dann endlich mal ein Teechen drin machen können. So. Hätte ich auch gleich essen können, ich Dödel. Ja, ein bisschen was zu essen haben wir ja sogar noch. Pfeift uns den Hasen dahinter. Ja, fürs Zerlegen habe ich jetzt keine Zeit. Schön wäre, wenn wir mal einen Schrank oder sowas hätten. Wölfe. So, Feuer, Lagerfeuer, Fackeln oder Signalfeuer können. Alles klar. Ja, ein Schlafsack wäre eine tolle Sache. Neue Aktion hatten wir nicht. Das waren noch Dinge, Orte, Personen. Ah, graue Mutter. Klar.
So, die Graue Mutter. Was sollen wir jetzt haben? Suchen wir nach einer Tankstelle noch. Also jetzt haben wir unsere Tankstelle, okay. Und Feuerholzbehälter, Kühlschrank. Okay, da ist der Kühlschrank, da ist nichts drin. Ist das Feuer aus? Ich hätte vielleicht etwas mehr Brennmaterial reinmachen sollen. So. Was wär's doch? Die Hasen da schon zuzählen. Ein, verdammt. Gefrierschrank. Wie? Ich wollte gerade sagen. Das wäre es ja gewesen. So. Ach ja. Oh, warte mal. Jetzt erst das Trinken. Ich weiß, das Trinken bei, ja. Dann können wir das auch noch essen. So. 20 Minuten, 24 Minuten. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir warten im Moment, oder? Können wir mal gucken, vielleicht haben wir ja noch was übersehen. Wenn hier so viel auch nicht rumliegt. Das mit dem Radio finde ich interessant. Tisch. Oh, den können wir zeigen. Kann man nichts. Schwebt das Buch erstmal in der Luft. Macht ja nichts. Mutti hat offensichtlich nichts dagegen, dass wir das auseinandernehmen. Schrank. Schrank durchsuchen. Ja, na toll. Ist auch ein Schrank? Ja. Und das Wasser. Alles klar. Wir können auch was Sinnvolles machen. Was können wir denn alles Schönes machen? Aktion zerlegen zu Zündbündeln. 10 Minuten. Passt doch. Zack. So. Okay, jetzt bist du gekocht. Aber ich kann immer noch nichts. Nee. Darum geht's mir ja nicht. Ich gucke halt die ganze Zeit, ob ich irgendeine Möglichkeit noch habe, die Hagebutten zu machen. Aber hier ist nichts dabei. Okay. Den will ich auch aufheben. Einen nehmen wir mit. Den lassen wir da. Ab in die Kälte. Ach, es ist aber auch wieder kalt. So, da können wir auch schon ein bisschen was reinpacken. Was haben wir denn da Schönes? Umlagern. 2,2 von 12. Naja, immerhin. Mal gucken, was wir hier so finden. Also ich weiß noch, die Tankstelle war, glaube ich, da hinten irgendwo. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass da hinten bei diesem verbrannten, abgebrannten Haus auch irgendwas war. Super, wir haben die Motorhaube geöffnet. Das Fahrzeug einsteigen, kann man sich auch zwischendurch mal aufwärmen, so ein bisschen. Handschuhfach. Ein leeres Handschuhfach. Wer ist denn ein leeres Handschuhfach? Das ist ja super, eine Bank. Jede Menge Zündmaterial.
Was war das? Bügelsäge. Säge, okay. Eine Bügelsäge wird zum Zerlegen benötigt. Ah, spinnt. Oh, da liegt was, ich sehe schon. Antibiotika, sehr schön. Das Metallregal können wir auseinandernehmen. Guck mal an. Ich glaube nicht, dass hier nochmal einer putzen kommt. Mhm. Okay. Wenn mir jetzt noch einer sagt, dass das trinkbar ist, dann ist nochmal alles zu Ende. Ah, Metallschrott. Schön. Da bis jetzt noch nicht. Metallstühle. Karton. Karton. Ey, sehr schön. Eine Limo. Ja. Could end up being useful. Definitiv. Ich frage mich. Also, das war ja nur für die großen Sachen. Ne? Kräutertee, Sweet Dreams. Auch schön. Komm. Tasse Kaffee. Okay. Ich sollte mich langsam mal ein bisschen... Den trinken wir jetzt einfach mal. Zack. Haben wir jetzt eine Tasse? Das wär's doch. Nö. Schade. Aber ich muss mal langsam ein bisschen was loswerden von dem Ganzen. Oh, sehr schön. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass das ja meine Erschöpfung verringert, wenn ich Kaffee trinke. Klingt aber logisch. Ein bisschen Übergewicht, das geht schon mal. Ich glaube, wir räumen nachher erstmal ein bisschen was draus in die Kiste. Dann haben wir schon mal ein bisschen was mit Brennmaterial aufgefüllt. Oh, das hilft mir wieder super. Okay, das werden wir jetzt gar nicht erst versuchen. Alles nur leer hier. Komm. Gib mir mal was Schönes. Something's gotta go. Ich habe nicht gesagt, ich muss das essen. Schon wieder? Locked. Ja, will ich jetzt nicht drauf gekommen. Can't get in here yet. Aber irgendjemand kennt die Kombination garantiert hier. Und da ist noch ein Karton, die nehmen wir noch mit. Bringen wir erstmal ein bisschen rüber und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo... Achso, ist jetzt... Da steht doch was. Oh, What have we here? cool. Eine Baseballmütze. Ja, die würde ich jetzt ungern nehmen wollen. Ich weiß, ihr könnt gerade nicht wirklich viel sehen, aber... Ha! Sehr schön. Ist da auch noch eine? Oh! Hausschlüssel des Bankmanagers. Cool. Must be the key to the bank manager's Okay, ich house. muss jetzt tatsächlich... Ah, Excellent. oh, ein Stoff. Okay, auch gut. Gut, hier war da nicht raus. Nicht, dass wir dich bei alles übersehen.
Komm, keine Kaugummis im Automaten? Verdammt. Ein Brett. So. Werfen? Nee. Werfen wollen wir nicht. Ja, zurückgehen erstmal. Ich weiß gar nicht. Konnte man nicht auch Bäume fällen? Irgendwelche kleinen, speziellen Bäume konnte man fällen. Ja, das weiß ich nicht mehr. So. Na. Oh. Packen wir erstmal ein bisschen was rein hier. Hier. Umladen. Was haben wir hier noch? Bücher. Für die Bündel kann man am Baum laden. So, Stecker aber eh nicht viel. Die müssen wir erstmal umbauen. Naja, 6,38 von 12 immerhin. Ist das duster hier. Und da ist der Ofen. Lohnt sich das denn jetzt anzumachen? Eigentlich nicht wirklich, oder? Was haben wir denn noch zu essen? Kaffee. So. Trinken haben wir genug gefunden. Tee müssten wir erstmal kochen. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ich überlege tatsächlich, ob wir hier ein bisschen was in den Kühlschrank packen. Schon mal von den Getränken. Wo ist der Ofen? Da ist der Ofen. Das mal Feuerchen machen. Das mal ein bisschen sehen hier. So. Und wie es dann weitergeht mit der ganzen Story, das seht ihr beim nächsten Mal. Gell? Deswegen machen wir an der Stelle jetzt erstmal Feierabend. Ich werde hier noch ein bisschen Brennstoff hinzufügen, damit ich mich nicht verkühle. Und dann packen wir noch ein bisschen was in den Kühlschrank und dann geht es beim nächsten Mal weiter auf der Suche nach Essen und Feuermaterial oder Brennmaterial für die gute Mutter in Grau. Und die Hasen müssen wir auch noch auseinandernehmen. Mein Gott, so viel zu tun. Oh, 750 von 8000. Ist aber schon mal was. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.